In diesem Video zeige ich, wie man mit Seamly 2D ein Schnittmuster für eine Kugel so erstellen kann, dass man es später auch mit anderen Maßen ausgeben kann. Seamly 2D ist ein Open-Source-Programm für die Schnittmusterkonstruktion. Den Link zum kostenlosen Download des Programms lege ich in die Beschreibung. In der oberen Programmleiste, ganz links, erstelle ich eine neue Datei. In diesem Fenster kontrolliere ich nur die Einheiten. Bei mir sind das Zentimeter, die möchte ich auch haben. Ich könnte auch mit Millimeter oder Inches zeichnen. Ich bestätige nur mit OK. Der Punkt A ist der Startpunkt. Von hier aus rechnet das Programm alle Punkte, Linien und Kurven, die ich zeichne, nach. Die Maße, die ich für meine Zeichnung nutzen will, kann ich im Programm so hinterlegen, dass sie austauschbar zur Verfügung stehen. Für Bekleidungsschnittmuster sind das Konfektionsgrößentabellen oder individuelle Maße, die als Maßtabellen hinterlegt werden. In diesem Fall lege ich keine Maßtabelle an, sondern ich nutze die Variablentabelle. In der oberen Programmleiste unter Maße kann ich die öffnen. Mit dem grünen Pluszeichen erstelle ich eine neue Variable. Unter Name gebe ich Kugelumfang ein und unter Formel gebe ich den Wert 62 ein. 62 cm Umfang soll meine Kugel haben. Ich erstelle eine zweite Variable, die nenne ich Segmentanzahl. Und unter Formel gebe ich den Wert 6 ein. Meine Kugel soll in 6 Schnittteile zerlegt werden. Ich gebe eine dritte Variable ein, die nenne ich Segmentbreite. Und hier öffne ich den Formelassistenten links neben dem Pluszeichen, rufe die Variablen auf, die ich schon erstellt habe, lösche die 0. Ich gebe den Kugelumfang ein und teile den durch die Segmentzahl. Dadurch erhalte ich die Segmentbreite. Und die vierte Variable, die ich eingebe, die nenne ich Segmenthöhe. Ich öffne wieder den Formelassistenten. Öffne die Variablen, gebe nochmal den Kugelumfang ein und den teile ich jetzt durch 2. Die Hälfte des Kugelumfangs ist die Höhe meines Segmentes. Ich aktualisiere das Fenster und kann das jetzt schließen. Die Variablentabelle ist Teil der Schnittmusterdatei. Wenn ich in diesem Schnittmuster später Maße ändern möchte, editiere ich sie in dieser Tabelle. Ich zeichne zuerst ein Rechteck, das die Breite des Segmentes und die Höhe des Segmentes vorgibt. Mit dem Werkzeug Punkt mit Abstand und Winkel starte ich an A, die Shift-Taste halten, ziehe ich eine waagerechte Linie nach rechts und dann öffnet sich der Eigenschaftseditor für diese Linie. Die liegt bei 0 Grad in der Maske, genauso will ich das haben. Und für die Länge öffne ich den Formelassistenten. Hier lösche ich erstmal die zufällig eingegebene Zahl, rufe jetzt die Variablen auf, die ich eingegeben habe, und gebe die Segmentbreite ein. Ich setze die auf gestrichelt. Okay. Mit demselben Werkzeug zeichne ich von A nach oben senkrecht eine Linie, rufe den Formelassistenten auf, rufe die Variablen auf und gebe die Segmenthöhe ein. Mit dem Werkzeug Punkt über X und Y zwei anderer Punkte kann ich jetzt über die Achse vom Punkt A1 auf der Höhe vom Punkt A2
einen Punkt anlegen und auch gleich die Verbindungslinien. Auf allen 4 Linien möchte ich jetzt den Mittelpunkt markieren. Dafür gibt es ein Werkzeug, das ermittelt die Mittelpunkte auf Linien. Ich markiere A und A1. Im Formelassistenten kann ich jetzt sehen, dass das Werkzeug die markierte Linienlänge durch 2 teilt, also halbiert. Ich brauche hier keine Linie. Okay. Das mache ich jetzt auf allen 4 Linien. Ich brauche jetzt die horizontale Mittellinie meines Rechtecks und die muss ich nach rechts großzügig verlängern. Ich nehme dasselbe Werkzeug dafür, markiere A5 und A7 und die Formel editiere ich. Die gemessene Länge soll nicht durch 2 geteilt werden, sondern ich möchte die mal 5 nehmen. Okay. Vom Punkt A4 zum Punkt A5 möchte ich eine Linie ziehen. Dazu öffne ich die Linienwerkzeuge. Mit dem Werkzeug Linie zwischen 2 Punkten markiere ich A4 und A5. Die Linie färbe ich pinkfarben und ich kopiere den Namen der Linie, denn ich brauche die jetzt als Radius. Ich will einen Kreisbogen schlagen. Aus der Gruppe der Bogenwerkzeuge nehme ich den Bogen mit Radius und Winkeln. A4 soll der Mittelpunkt meines Bogens sein. Der Radius ist die gerade kopierte Linie. Den ersten Winkel gebe ich mit 340 Grad ein und den zweiten mit 270. Den Bogen färbe ich blau. Mit demselben Radius und demselben Werkzeug zeichne ich jetzt einen Kreisbogen über A5. Ich gebe den Radius ein. Der erste Winkel soll jetzt 120 Grad haben und der zweite Winkel 30 Grad. Die beiden Kreuzpunkte der Bögen muss ich jetzt markieren. Dafür gibt es ein Werkzeug, Kreuzpunkte von Bögen. Und jetzt markiere ich zuerst den unteren Kreisbogen und dann den oberen Kreisbogen und erhalte den ersten Kreuzpunkt. Mit demselben Werkzeug gehe ich jetzt auf den oberen und dann auf den unteren Bogen. Damit erhalte ich den zweiten Kreuzpunkt. Diese beiden Kreuzpunkte, die muss ich jetzt verbinden und die Linie verlängern, bis sie auf die horizontale Hilfslinie trifft. Das kann ich mit einem Linienwerkzeug machen, mit dem Werkzeug, das Kreuzpunkte von Linien findet. Damit markiere ich A10 und A9 und ich markiere die horizontale Hilfslinie von A5 nach A8. Mit dem einfachen Linienwerkzeug verbinde ich jetzt auch von A10 nach A11, nur damit ich mich später daran erinnern kann, wie der Punkt A11 entstanden ist. Die Linienlänge zwischen A11 und A5 muss ich jetzt messen. Das mache ich mit dem Linienwerkzeug. Ich starte an A11 und gehe zu A5. Auch die färbe ich nochmal pink. Auch hier kopiere ich den Namen, denn auch die Linienlänge brauche ich für den Radius des Kreisbogens, den ich jetzt drehen will. Ich nehme das Bogenwerkzeug, A11
ist der Mittelpunkt meines Bogens. Der Radius ist die gerade kopierte Linienlänge. Der erste Winkel soll 90 Grad betragen und der zweite Winkel soll 270 Grad betragen. Den Bogen lasse ich schwarz, aber die Linie möchte ich ein bisschen dicker haben. Hier können wir jetzt schon die linke Hälfte des Segmentes sehen und die spiegle ich jetzt auf die rechte Seite. Aus der Gruppe Arbeitsabläufe nehme ich mir das Werkzeug, das über eine Achse spiegeln kann. Damit markiere ich den Kreisbogen, bestätige über Enter und spiegeln werde ich über die Achse vom Punkt A4. Okay. Ich kann jetzt die Punkte und Linien auskopieren, die ich für mein Schnittmuster brauche, die ich also im Druck sehen will. Die ganzen Hilfslinien will ja dann keiner mehr sehen. Das Werkzeug liegt in der Gruppe Schnittteile, das heißt neues Schnittteil erstellen. Mit diesem Werkzeug muss ich jetzt die Punkte und Kurven im Uhrzeigersinn markieren. Ich starte am Punkt A6, markiere dann den Bogen. Und hier zeigt mir ein kleiner Pfeil auf der Höhe von Punkt A7, dass der Bogen gegen den Uhrzeigersinn läuft. In dem Fall muss ich die Shift-Taste halten, damit der korrekt markiert wird. Dann markiere ich den Punkt A7. Nochmal die Shift-Taste haltend den Bogen, den Punkt A4. Auch dieser Bogen ist gegen den Uhrzeigersinn angelegt. Auf der Höhe vom Punkt A5 kann ich das sehen, am kleinen Pfeil. Ich halte also wieder die Shift-Taste, markiere den Bogen, markiere die A5 und wieder die Shift-Taste haltend den Bogen. Den Punkt A6 markiere ich nicht nochmal, sondern ich bestätige jetzt mit Enter. Und dieses Fenster bestätige ich erstmal nur mit OK. In der oberen Programmleiste wechsle ich jetzt den Programmmodus und gehe zu den Schnittteilen. Das Schnittteil hat automatisch eine Nahtzugabe erhalten. Das ist so voreingestellt. Die ist bei 1 Zentimeter. Das kann man aber natürlich auch editieren. Ich kann das Teil rechts anklicken und der Eigenschaftseditor öffnet sich. Weil ich nur ein Teil habe, editiere ich jetzt hier nicht viel. Ich möchte Passmarken setzen. Gehe zum Reiter Path. An allen 4 Punkten möchte ich Passmarken haben. Den Punkt A6 klicke ich zuerst an, kann hier den Typ der Passmarke aussuchen und wenn ich gleich hierhin wechsle, auch die Art der Passmarke. Ich möchte hier Intersection haben, können wir mal anwenden. An A7 brauche ich nur einen Slit. An A4 möchte ich wieder Intersection haben und an A5 ein Slit. In dem Fall verzichte ich auf die Beschriftung. Hier kann ich schnell später von Hand draufschreiben, für welchen Kugelumfang das Schnittmuster ist und wie viele Segmentteile ich schneiden muss. Für die Druckausgabe wechsle ich nochmal den Programmmodus und wähle in der oberen Programmleiste das Print Layout. Mein Segment ist zu groß für ein DIN A4 Blatt. Ich wähle hier A3 an, bestätige das erstmal mit OK und gucke mir das Ergebnis an. Ich kann das Blatt jetzt noch ein bisschen schmaler machen. Mit dem Print Layout Button kann ich das nochmal öffnen, das Fenster, und gebe in die Breite des Blattes 15 cm ein. Und unter Datei kann ich jetzt unter Voransicht eine Voransicht für ein Kachel-PDF wählen. Seamly hat mir mein Segment auf 2 DIN A4 Blätter geteilt, hat mir einen Kleberand angelegt und eine Schnittkante.
Dieses Layout gebe ich jetzt an den PDF-Drucker weiter. Ich nehme hier einfach den Microsoft PDF-Drucker und lasse das ausgeben. Ich nenne die Datei Kugel 62 Print und speichere die an einem Ort, wo ich sie wiederfinden kann. Mit dem PDF-Reader geöffnet sieht die Datei so aus und von hier aus übergebe ich die jetzt an meinen Drucker. Hier ist jetzt ganz wichtig, dass unter Größe der benutzerdefinierte Maßstab 100% eingegeben ist, damit die Maße auch stimmen. Und dann kann ich es ausdrucken. Wenn ich dieses Schnittmuster für eine Kugel mit einem anderen Umfang oder mit einer anderen Anzahl von Segmenten ausgeben lassen möchte, dann nehme ich die Änderung im Zeichenmodus vor. Denn nur hier kann ich die Variablentabelle öffnen. Ich habe jetzt hier die Hilfslinien ausgeblendet, damit wir einen besseren Überblick haben, und ich öffne unter Maße die Variablentabelle. Wenn ich eine kleinere Kugel machen möchte, wähle ich den Kugelumfang an und unter Formel gebe ich zum Beispiel den Wert 30 ein. 30 cm soll die Kugel an Umfang haben. Ich aktualisiere. Das Segment hat jetzt eine geringere Höhe und eine geringere Breite. Ich setze den Umfang nochmal zurück auf die 62. Aktualisiere. Und ändere jetzt die Segmentanzahl. Aus den 6 Segmenten mache ich 10 Segmente. Der Kugelumfang bleibt der gleiche, also bleibt auch die Höhe gleich. Die Breite aber hat sich verändert. Wenn ich jetzt zusätzlich auch noch den Kugelumfang geringer einstelle, stellen wir den nochmal auf 30 cm, dann verändern sich die Breite und die Höhe des Segmentes. Im Programmmodus für die Schnittteile wird das automatisch angepasst. Ich muss das also nicht nochmal neu auskopieren. Die Druckausgabe muss ich jetzt aktualisieren mit dem Layout-Button. Hier kann ich jetzt ein A4-Blatt anwählen und das kann ich jetzt direkt unter Datei überdrucken an meinen Drucker übergeben. Ich möchte auch hier zuerst ein PDF erstellen und nehme den Microsoft PDF-Drucker, damit ich das speichern kann. Nenne das jetzt einfach mal Kugel 2. Im Adobe Reader geöffnet sieht das jetzt so aus. Und von hier aus gebe ich das an meinen Drucker. Und auch hier muss ich darauf achten, dass der benutzerdefinierte Maßstab bei 100% aktiviert ist.